Tschüss, bis bald. Ciao, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Das sind alles Grußformeln, die wir verwenden, wenn wir uns von jemandem persönlich verabschieden. Aber können wir diese Grußformeln auch im schriftlichen Kontext, zum Beispiel bei E-Mails, verwenden? Das klären wir im heutigen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid auf unserem Kanal Doppelt hält besser. Schreibt ihr auch öfter E-Mails und wie verabschiedet ihr euch dann dabei? Wie eingangs gesagt, wollen wir uns das heute mit euch gemeinsam ansehen. Genau wie auch bei unserem Video über die schriftliche Anrede unterscheiden wir auch bei der Verabschiedung zwischen der höflichen Variante und der vertrauten Variante. Wenn ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, dann klickt gerne hier und schaut euch das nochmal an. Darin erklären wir auch die Unterschiede zwischen dem formellen und informellen Kontext ein bisschen genauer. Starten wir mit ein paar Beispielen für den höflichen Kontext. Ihr erinnert euch, höflicher Kontext bedeutet immer dann, wenn wir die Sie-Form verwenden. Also wenn wir mit Personen kommunizieren, die wir nicht kennen, denen wir besonders höflich begegnen möchten, zum Beispiel bei Behörden, Ämtern, Vorgesetzten und so weiter. Und vor allem eben auch im Business-Kontext. Hier haben wir folgende Möglichkeiten. Mit besten Grüßen, mit freundlichen Grüßen, mit freundlichem Gruß, freundliche Grüße. Eine etwas weniger gehobene Art, sich zu verabschieden, wäre herzliche Grüße, beste Grüße. Es grüßt Sie und dann der Name. Wir persönlich verwenden Letzteres nicht wirklich oft, aber wie so oft beim Sprachenlernen und bei Sprachen ist es sehr häufig eine persönliche Präferenz oder auch ein regionaler Unterschied, ob Personen einen oder den anderen Ausdruck verwenden. Und was auch ganz wichtig ist, bitte denkt immer daran, dass das, was wir euch hier erklären, nicht immer ganz so einfach dann in einer Situation anzuwenden oder zu kategorisieren ist. Es kommt immer auf den Kontext und die einzelne Situation an. Oft kann man es ganz einfach selbst am besten entscheiden, wie man in einer gewissen Situation am besten reagiert und was angebracht ist. Ein guter Tipp ist auch einfach darauf zu achten, wie euch eine andere Person kontaktiert oder anschreibt. Wenn diese Person eine höfliche Grußformel verwendet, dann behaltet die einfach bei. Wenn die Person eine etwas informellere Grußformel verwendet, wie herzliche Grüße oder liebe Grüße, dann könnt ihr das auch so antworten. Okay, schauen wir jetzt auch noch zum zweiten Teil, nämlich zu Grußformeln für informelle E-Mails. Ihr erinnert euch, informelle E-Mails schreiben wir meistens an Personen, die wir kennen und die wir auch duzen, also an Freunde, Familie oder eben auch Kollegen, zu denen wir du sagen. Hier können wir diese Möglichkeiten verwenden. Liebe Grüße, viele Grüße, alles Liebe, Gruß. Was auch noch ganz häufig vorkommt, ist, dass wir nach der Grußformel noch eine Information anhängen. Typischerweise einen Ort. Also zum Beispiel, wenn wir mit Kolleginnen und Kollegen kommunizieren, die in einer anderen Stadt arbeiten, dann würden wir entweder den Ort anhängen, aus dem wir die Grüße schicken, also wo wir gerade sind, oder in den wir die Grüße schicken, also wo unsere Kollegen sind. Zum Beispiel würden wir sagen, liebe Grüße nach Berlin oder liebe Grüße aus Österreich. Und was ihr vielleicht auch schon einmal gelesen oder gehört habt, ist, dass wir den ersten Teil der Grußformel, also dieses Liebe, mit etwas anderem austauschen, mit einem anderen Adjektiv, zum Beispiel je nach Wetter. Also könnten wir zum Beispiel sagen, sonnige Grüße aus Österreich oder regnerische Grüße aus Wien. Und noch ein Hinweis, Grußformeln wie Kuss, Bussi, dicke Umarmung verwenden wir auch häufig, aber da das sehr, sehr informell ist, würden wir das nicht in einem E-Mail verwenden, zumindest meistens nicht, sondern eher, wenn wir mit
sehr guten Freunden, mit Familienmitgliedern chatten. Und eine letzte Frage habe ich noch. Habt ihr das schon einmal gesehen? Das sind typische Abkürzungen, die wir anstatt der langen Grußformel verwenden. Wenn euch das Thema Abkürzungen im Schriftverkehr interessiert, dann schaut euch gern unser anderes Video an. Da geht es um Abkürzungen, die wir sehr häufig verwenden, wenn wir eben schriftlich kommunizieren, wie in E-Mails zum Beispiel. Ja, das war's auch schon wieder mit unserem Video zu den Grußformeln bei E-Mails. Wir hoffen, dass ihr in Zukunft mit viel Selbstbewusstsein E-Mails schreiben werdet. Und wenn ihr noch weitere Fragen zu diesem Thema habt, dann schreibt uns die gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. In diesem Sinn, vielen Dank, dass ihr mit uns Deutsch lernt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank und nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß.